Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Geber und heute haben wir wieder etwas sehr Schönes vorbereitet. Neben mir ist Azad, ja, du bist schon sehr lange dabei und hast schon einiges durch. Ja, genau. Und ich freue mich, dass wir gleich über ein paar Uhren sprechen und wir seine Meinung dazu hören. Von daher würde ich sagen, let's go! Bevor wir jetzt anfangen mit dem Uhrenthema, wir haben eben schon darüber gesprochen, dass du angefangen hast mit, sag ich mal, einer Single zu releasen in den 90er Jahren. Ne? Genau, ja. Für mich wäre es jetzt interessant zu wissen, wie wichtig waren zu der Zeit Uhren? Hast du dich schon mal damit beschäftigt, oder? Also das ganze Uhrenthema hat in meiner Jugend oder eher Kindheit angefangen mit Casio Taschenrechneruhren. Das war die erste Uhr, wo ich irgendwie so eine Faszination hatte als Kind und dachte, oh geil, eine Uhr, die einen Taschenrechner hat und diese ganzen kleinen Knöpfe so. Ja. Und dann später diese ganzen Swatch-Geschichten. Und meine erste Luxusuhr habe ich, glaube ich, 2003 gekauft, war eine Rolex Explorer. Ach, Tatsache. Ja. Okay. Und warum hast du dich für die entschieden? Weil zu der Zeit schon jeder, den ich kannte, der eine Rolex hatte, eine Submariner hatte und ich dachte, ist doch langweilig, wenn ich dasselbe wie alle mache. Und deswegen habe ich mir eine Explorer geholt. Insgesamt, also auch off-camera, wir haben schon oft über Uhren auch gesprochen und du bist schon in dem Thema, sage ich mal, drin. Die erste Iced-Out-Uhr, wann ist die in deinem Bestand übergegangen? Das war, glaube ich, 2007 rum. Wow. 2007 rum. Ich hatte eine Breitling Bentley und habe dann irgendwann nach einer Weile warten eine Daytona in Stahl zum Listenpreis bekommen. Nee. Hatte damals schon das Gefühl, dass die mir zu klein ist und habe dann nach einer kurzen Zeit die dann wieder verkauft. Irgendwann habe ich gedacht, ach ja, du, Diamanten draufknallen, machen wir mal. Ja, okay. Und dann hatte ich die Breitling mit Brillanten besetzen lassen. Ja, wir haben heute ja auch etwas mit Stein. Und zwar, wir haben hier von Audemars Piguet eine 15400, das ist die 41 mm Variante. Und die habe ich mal mit Stein besetzen lassen. Sehr schön. Das ist ein Klassiker in Stahl. Wir haben da auch mal Baguettes als Indizes draufgesetzt. Ist halt ein Modell, was sich preislich ein bisschen nach oben bewegt. Mit Stein muss man ganz klar sagen, ist jetzt kein Investment-Piece oder sowas. Allgemein deine Meinung jetzt zu solchen Uhren und also die sind ja schon relativ populär, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Allgemein und auch viele normale Menschen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, tragen sowas. Ne? Ja, was sag ich mal, vor vielen Jahren eigentlich undenkbar war. Ja. Das war nur was für besonders extrovertierte Menschen oder Celebrities oder sowas, aber ja. Ja, man muss sagen, viele junge Leute interessieren sich halt auch für Uhren und das, finde ich, hat man so gespürt, insbesondere seit den letzten 3 bis 4 Jahren, sind sehr viele, ja, so um die 18 Jahre, die sich halt für so ein Thema interessieren. Was ist deine Meinung dazu? Jetzt zum Beispiel haben wir hier so eine Datejust aus den 80er Jahren, was man hier sieht, ich meine, da ist alles dabei. Ne? Wir haben die komplette Historie mit sogar noch der Originalrechnung von damals. Wie ist deine Meinung dazu, wenn jetzt junge Leute im Alter von 18 sich für das Thema Uhren allgemein interessieren? Ja, why not? Also man kann sich ja für alles Mögliche interessieren und wenn das Budget oder Portemonnaie das hergibt, why not? Also ich finde, ich als großer Uhrenfan kann das natürlich sehr gut nachvollziehen. Hattest du mit Rolex generell beim Wiederverkauf, hast du damit Profit gemacht oder hielt es sich in Grenzen? Nee, ich muss sagen, also ich habe an keiner Uhr, die ich jemals hatte, eigentlich signifikanten Verlust gemacht. Also entweder habe ich einen kleinen Gewinn gemacht oder mein Geld wieder rausbekommen, Tatsache. Was das ganze Thema für mich umso cooler gemacht hat, weil ich gedacht habe, hey, ich kann mir was kaufen, eine lange Zeit damit Spaß haben und ohne großen Verlust oder mit gar keinem dann wieder verkaufen. Und ja, Genau, das ist halt auch der Grund, warum ich diese Uhr hier mit in dem Video habe. Die liegt preislich, sagen wir mal, bei ca. 5.000 Euro. Vor 2 Jahren habe ich sie verkauft, denke ich mal, für 3.800 oder 4.000 Euro. In dieser Preisklasse ist das Modell unschlagbar. Entweder nimmt man die oder in Stahl oder eine Omega Speedmaster Moonwatch. Wenn man sowas kauft und der Uhr ein bisschen Zeit gibt, sagen wir mal 3 oder 4 Jahre, dann stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass man da halt auch, wie eben schon gesagt wurde, dass man da halt eine gesunde Wertsteigerung mitnimmt. Man muss halt immer gucken, was man kauft. Ne? Ja, du hast halt auch, denke ich mal, nur also hast du mal eine Frank Müller gehabt? Nee. Ah, okay. Nee, ich hatte mal, aber aus meinem Verwandtenkreis eine Frank Müller, die habe ich nicht losbekommen. Nein, okay. Also da kam jemand auf mich zu und hat mich gebeten, dass ich mal gucke. Wollte eigentlich keiner. Ja, so ist das halt heute auch. Wir haben hier
auch die Marken, die wir am häufigsten halt vertreten. Wenn wir jetzt bei der Marke Rolex bleiben, ein wirklicher Klassiker ist die Daytona in Stahl mit dem weißen Ziffernblatt und der Keramiklünette. Ja, du hast ja heute auch mal ans Handgelenk gelegt. Ich finde, gerade zu so einem weißen Pullover ist halt eine sehr, sehr clean und nice wunderschöne Uhr. Habe ich dir ja eben off-cam noch gesagt. Für mich vielleicht eins der schönsten Uhrendesigns überhaupt. Nur leider für mich persönlich nichts, weil ich halt sehr große Hände und auch ein recht breites Handgelenk habe und finde, dass sie ein Tick zu klein bei mir wirkt. Wenn es die ein bisschen größer geben würde, wäre das auf jeden Fall eine, die ich in Erwägung ziehen würde zu kaufen. Ja, habe ich wirklich wunderschönes Design. Habe ich auch schon häufiger gehört. Das ist halt traditionell die 40 mm, die es halt seit der Zenith 1998 halt gibt. Gucken wir mal. Die Submariner kam jetzt auch in 41 raus. Genau, ne, was wahrscheinlich keiner erwartet hat, Niemals. weil ja eigentlich der Trend, ne, die letzten Monate eher dahin ging, dass es kleiner wird. Ne, ja, sehe ich auch dann, so. Ein größeres Modell machen. Hat mich sehr erfreut, weil die Submariner gehört einfach zu den besten Uhren der Welt, meiner Meinung nach. Und war dann sehr interessiert, so, oh ja, endlich mal eine größere Uhr. Jetzt müsste man sie aber nur ich glaube, bekommen, das ne? ist, A, das und B, glaube ich, ist noch zu nah an. Also ist jetzt kein großer Unterschied. Ne? Auch wenn man die Fotos sieht, wo die alte und die neue nebeneinander, sieht man eigentlich auf den ersten Blick fast gar keinen Unterschied, was die Größe betrifft. Und jetzt für dich, was wäre so, wenn wir bei Rolex sind, was wäre so die Anschaffung, die du jetzt als nächstes Event, also wofür interessierst du dich für dich privat? Was sind so die Uhren, worauf du Lust hättest? Also von Rolex, einfach aufgrund der Größe, ist für mich nur eine Skydweller oder eine Yachtmaster 2 interessant. Dann auch in Gold, oder? Bitte? Auch in Gold dann? Ja, in Gold beide Modelle. Die Yachtmaster 2 in Weißgold hatte ich mal. Massive große Uhr. Ja, ne, bei mir wirkt die so wahrscheinlich wie bei jemand anderem eine Submariner. So. Deswegen, aber momentan bin ich eher interessiert an einer Skydweller, entweder in Rosé oder in Gelbgold. Okay. Ja, wir haben auch eine goldene Uhr tatsächlich hier, die hoffentlich mittlerweile auch online ist. Das ist ein eingestelltes Modell, die GMT Master 2 mit dem grünen Ziffernblatt. Phänomenal. Sehr schön. Super geschmackvoll, super schöne Uhr. Die Uhr wurde verkauft vor 4 Jahren, kann man so sagen, habe ich die Uhr verkauft für so 18.000 Euro ungefähr. Unfassbar. Und dann ging es immer ein bisschen weiter nach oben. Dann irgendwann wurden die 20 gebrochen und mittlerweile gucken wir hier drauf und wir verkaufen sie für 29.000 Euro. Das ist echt Wahnsinn. Unfassbar. Ne? Also 18 war ja echt ein ganz... Ja, das war aber einfach so normal. Wie lange ist das her? So 4 Jahre. 4 Jahre circa. Krass, was eine Steigerung. Und jetzt ist es halt aus dem Programm raus und jeder weiß, dass wenn man jetzt die Farbe Rolex Grün mit einer Uhr halt kombiniert, ne, dann ist das schon, dass die Leute darauf abfahren und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Uhr die 35 schon noch packt. Ne? Das liegt daran, dass wenn ich den Vergleich zu einer Day-Date in Roségold mit grünem Blatt ziehe oder einer Daytona, dann ist das Preisgefüge eigentlich noch sehr, sehr gut und ich sehe da durchaus noch Potenzial. Jeder, der sich für eine goldene Uhr interessiert, sollte sich mal mit diesem Modell auseinandersetzen. Zukunftsperspektive sieht gut aus. Ja, also wäre auf jeden Fall auch etwas, was ich mir holen würde, wenn sie größer wäre. Also deswegen hoffe ich, dass es die Sea Dweller mal in Vollgold gibt. Das wär mal eine Erfindung. Ey, wenn die Sea Dweller in Vollgold rauskommt, das wäre krass. Ja. Das könnte sogar wirklich sein zum nächsten Jahr, weil die in Stahlgold rausgebracht haben. Denke ich auch. Ne? Könnte sein. Ist draußen, Stahl ist könnte draußen. Sein. Fehlt eigentlich. Das wär gut, ja. Wir werden jetzt ein bisschen klassischer und widmen uns einer Uhr, die so nicht zum Verkauf steht. Und zwar es ist eine 5711, Design-Klassiker. Wann ist diese Uhr das erste Mal bei dir auf den Schirm getreten? Also die gibt es ja jetzt, also exakt diese Uhr gibt es ja seit 2007. Wann hast du das erste Mal dich damit auseinandergesetzt? Mit Patek Nautilus, ja. Ich sag mal so 4 Jahre so. Okay. 4 Jahren so. Lustigerweise, in den 90er Jahren... Warte, sorry, ich muss dir dazu eine Geschichte erzählen. Mein ehemaliger Manager, ich sag mal, das war vielleicht 2004, 2005 rum, kam irgendwann ins Studio mit dieser Uhr. Ja? Und wir damals, außer von Rolex, noch nie was von AP, geschweige denn Patek, so je gehört. Das sind die besten Und er kam ins Studio und hat uns die Uhr super stolz präsentiert. Und ich wette, jeder hat gesagt... Und wir haben alle gedacht, was ist denn das für eine Opa-Uhr, die du da geholt hast? So. Und mittlerweile, rückblickend, denke ich mir, Mann, war der seiner Zeit voraus.
Unfassbar, damals schon den Nautilus sich geholt, so krass, ne? Respekt. Und heute fühle ich das Design und finde die auch sehr, sehr schön. Ist allerdings auch wegen der Größe, ne, immer dieses Problem mit den 40 mm bei mir, nicht wirklich ein Thema. Wobei die 5980 als Chrono, dadurch, dass sie ein bisschen dicker wird, die auch Pusher schön, hat, so, ja. Da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Und wie ich dir ja vorhin schon erzählt habe, ist eine meiner Traumuhren die Patek Nautilus 40 Jahre Jubiläum, weil die halt mit der Größe halt passt. Aber da passt der Preis halt nicht. Ja, insgesamt, ich finde die Uhr immer wieder schön, auch wenn ich sie bei jemandem am Handgelenk sehe. Die Nachfrage hat ein bisschen nachgelassen, muss man sagen. Ich bin mal gespannt, was Patek jetzt in der Zukunft machen wird. Ich habe so ein paar Sachen gehört, dass da in dem Roségold-Bereich eventuell was eingestellt wird. Man muss mal gucken, ich will nichts vorwegnehmen, aber es bleibt weiterhin spannend. Vielleicht kommt auch so eine Rainbow raus, ist mir zu Ohren gekommen. Von daher, Patek wird sich mit Sicherheit auch anpassen und immer wieder was Neues rausbringen. Nach wie vor eines der bestverkauften Modelle natürlich. Aber das ist so, es hat schon ein bisschen nachgelassen von der Verkaufsgeschwindigkeit. Aber gut, die hat auch so einen krassen Schub hingelegt. Ne? Also muss man auch sagen. Nachgelassen ist ja dann relativ. Ja, das stimmt schon. Jetzt gehen wir über zu dem, denke ich mal, hottesten Produkt, was es gerade aktuell auf dem Markt gibt. Und ja, ein Thema, was noch nicht so lange dabei ist. Die Nautilus hat ja, sag ich mal, die kommt aus den 70er Jahren das erste Mal und wurde dann halt weiterentwickelt. Kurze Frage noch zu Patek. Stimmt es, dass sie mehr Uhren produzieren als AP? Ja, also AP produziert durchschnittlich pro Jahr 40.000 Uhren in der gesamten Kollektion und Patek das Doppelte mit 80. Krass, ich hätte eher gedacht, dass sie weniger, weil man die so selten sieht. Ja, die Kollektion ist natürlich von Patek schon breiter. Ne? Man hat, sagen wir mal, die Calatrava, man hat viele Lady-Modelle, 24, die kommen schon auf hohe Stückzahlen, ne, ganz klar. Und von daher, AP ist immer seltener. Darum auch zum Beispiel die Double Balance so interessant. Ne? Ja, wunderschön. Als nächste Uhr haben wir hier vor uns eine Richard Mille und diesmal eine etwas günstigere, wenn man das so sagen kann. Das ist die RM005, ein eingestelltes Modell, Automatik in Roségold. Zum Beispiel heute würde ich die Uhr jetzt dazu anziehen. Ich finde das Format sehr, sehr gut. Der Baron würde sich noch tragen. Richard Mille allgemein, wann hast du das erste Mal so wahrgenommen überhaupt? Zuerst seit, also gar nicht so lang. Ich glaube jetzt so, ne, wie lang ist so der Hype? So 2, 3 Jahre? Ja, 2 Jahre. So, ja. Ne, also gewöhnungsbedürftig. Also ist noch nicht so ganz bei mir angekommen. Es gibt das ein oder andere Modell, zum Beispiel die von Farid, die RM11 finde ich sehr schön. Aber ja, nicht jedes Modell. Also gerade auch diese sehr farbigen Modelle sind nicht so unbedingt meins. Und ne, also ich kann mir vorstellen, dass das für jemanden, der kein Uhrenliebhaber ist und die Geschichte und Marke und etc. nicht kennt, denkt er, das ist eine Kaugummi. Ja, 100%. Also das hört man immer wieder. Mit diesen bunten Farben denkst du so, okay, ja, was kostet so 400-500 Euro? So. Ja. Also bei dieser Uhr, das ist halt das letzte Modell, was noch so unter 100 irgendwie zu Hause ist. Die kann man aktuell kaufen, 75.000 Euro. Oh, ist ja ein Schnäppchen. Ja. Viele fragen immer danach, ob es mal irgendwann halt die Blase platzen würde. Ne? Und dazu gehören gewisse Gegebenheiten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da in der nahen Zukunft nichts passieren wird. Hängt damit zusammen, dass die Stückzahlen sehr eingegrenzt sind. Die sind von 3.500 Uhren gekommen pro Jahr und sind jetzt bei 5.000 Uhren. Krass wenig, ja. Das ist schon wenig. Woran man das... Was war die Produktionszahl bei Patek, hast du gesagt? Wie viel? 80. 80, krasser Unterschied. Ja. Sehr großer Unterschied und dafür ist einfach die Nachfrage zu hoch. Und jeder, der schon mal versucht hat, so eine Uhr zu bekommen, es ist ein Riesenaufwand, wirklich. Glaube ich. Ich habe gehört, dass man in den Richard Mille Boutiquen teilweise reingeht und dass das wie eine Versteigerung da ist. Also wie eine Auktion, wer der Meistbietende bekommt die Uhr. Stimmt das? Also so sollte es auf jeden Fall nicht sein. Ja. Also mir sind da Sachen aus München zu Ohren gekommen. Ja, da gab es vielleicht auch einen kleinen Wechsel. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, aber normalerweise die Uhren haben halt einen Preis. Und die müssen auch zu dem Preis abgegeben werden. Wenn jetzt einer in einer Richard Mille Boutique mehr Geld nimmt, dann wäre es auf jeden Fall nicht korrekt. Aber man muss sagen, dass die Nachfrage halt so groß ist. Und wenn man eine Uhr haben möchte... Der Hype is real. Ja, genau. Da muss man sich halt bewerben. Man wird durchleuchtet. Das läuft alles über Genf und so. Das ist schon echt wild. Also von daher... Ja, schöne Uhr. Einer meiner Lieblingsmarken. Ich
also mir gefällt es einfach und ja, von daher. Ja, es gibt ja auch ein paar Modelle, die ich auch sehr spannend und interessant finde, wie mit diesem schwebenden Uhrwerk, was so, und dann durchsichtig, dass du komplett durch die Uhr gucken kannst. Ja, hat schon was. RM55 Barbara Watson, super Uhr. Er hat sich auch sehr gut entwickelt. Und ja, gucken wir mal, was da noch in der Zukunft so passiert. Dann danke ich dir erstmal für deinen Input. Danke dir. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da und schaut auch gerne bei ihm vorbei. Ja, ich habe alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.